Unser Tal ist schon was Besonderes. Mit den Bergen, mit dem Nationalpark Hohe Tauern ist einfach super schön. Man sieht es am besten im Herbst. 1000 Farben. Es spiegelt sich die Natur, ob es die Gletscherkäse sind oder einfach herbstliche Stimmungen. Das ist einfach Energie pur für deine Seele. Also das ist einfach Kraft tanken. Da brauchst du nichts anderes. Du kannst halt einfach ganz schnell ganz coole Sachen machen. Und wenn es die Zeit erlaubt, ist es schon so, dass wir gern irgendwelche lässigen Wanderungen machen oder einfach ein paar Stunden am Berg fahren. Ein bisschen Berg gehen, ein bisschen ausbauen und einfach aufnehmen. Wir können uns aktiv bewegen, wir können den Kopf abschalten und wir haben Zeit, über Dinge zu reden am Berg, was wir sonst nicht haben oder wo man manchmal vielleicht auf nachts müde ist oder wo du manchmal denkst, du musst drüber reden, aber nie die Zeit findest. Und da hast du aber die Ruhe, dass du Sachen besprichst, wie es privat ist, was dich beschäftigt, ob es die Familie ist, ob man, wenn was nicht passt, wie man das wieder handelt, dass wir alle ein bisschen wieder ruhiger sind, wie wir durchs Leben gehen. Und das ist einfach, das ist unsere Zeit. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum immer mehr Leute ins Gasteinertal kommen im Herbst. Sicher freut man sich schon auf den Winter, aber das noch mitzunehmen, so dieses sich verabschieden von dem Sommer sozusagen mit einer grandiosen Stimmung auf die Berg und dann auf den Schnee zu freien. Also Herbst ist immer eine super schöne Zeit. Ja, die Martina war immer die ruhigere. Die war einfacher zum Führen natürlich als Kind. Sie war auch in der Schule, sie hat alles immer brav erledigt, immer exakt. Ja, so wie sie heute im Betrieb das eigentlich auch wieder weiterspiegelt, dass sie das Betriebswirtschaftliche weitermacht. Ich bin die Finanz, also ich mache alles, was Buchhaltung, Rechnungen, alles, was Zahlen betrifft. Ich bin eingewachsen in das Ganze. Ich war zuerst ganz lang an der Rezeption, und dann war ich ganz lang in der Reservierung und habe mich dann halt der Finanz, also die ganzen Backel, was ich mit Papa gekriegt habe, gewidmet und habe mich da halt eingearbeitet. Ja. Der Lukas war ein Schwieriger. Er hat immer das da, was er will und nicht immer, was wir wollen. Ja. Es war immer lustig, wenn ich rot gesagt habe, dann war es bei ihm grün. Dass der Lukas der Kreative ist und der Kopf ist, das war immer schon klar. Also ich war immer schon im Background tätig und das passt aber auch gut so, weil es können eh nicht zwei an der Front sein. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, einfach auch so gut. Die Unterschiedlichkeit und dass sie sich einfach gegenseitig sehr wichtig sind. Und darum ist es, glaube ich, ganz gut, so in dem Gespann, so wie wir jetzt sind, weil einfach jeder hat so seine Aufgaben und allein weiß viel zu viel. Für jeden von uns, glaube ich. Nur in die Boxen, dass man es ein bisschen einkühlt. Dem, was ich da hergestellt habe. Die Eva hat zuerst einen anderen Job gehabt, ja, die hat jetzt erst was anderes gemacht und ist ja dann eigentlich gestoßen worden in das ganze Thema, ja, wo wir zuerst lange diskutiert haben, machen wir es nicht, wie tun wir. Dann haben wir halt gesagt, okay, mehr wie schief gehen kann es eh nicht, schauen wir. Und ja, es hält halt noch. Dass er auf jeden Fall fordernd ist. Also
Er hilft mir eigentlich sehr viel dabei, dass ich selbst wachse. Die Eva hat einfach ihren Platz im Betrieb gefunden. Sie hat sich einen Respekt bei unseren Mitarbeitern erarbeitet. Die hilft, wo Not ein Mann ist, wenn es gebraucht wird. Hat aber auch die Professionalität zu wissen, wie man führt. Ich glaube, wir sind da auch ziemlich ausgeglichen. Also wir kennen uns einfach sehr, sehr gut, weil wir einfach viel Zeit miteinander verbringen, aber alle drei. Ich finde es auch irgendwie leichter, wenn man die Sachen oft ein bisschen lockerer sieht und nicht alles zu ernst nimmt. Ja. Der Onkel Peter. Schau, so. Die erste ganz auf, dass sie einhakt. Und es ist harmonisch. Natürlich kriselt es einmal, natürlich gibt es Konflikte und das wird halt dann wieder ausgeredet und dann passt es aber wieder. Und jeder weiß halt dann, was zu tun ist. Du tust zu dritt, wenn du dich gut verstehst und gut ausgleichst, sehr, sehr viel leichter, als wenn du das allein machst. Das ist eine perfekte Kombination. Wir führen zu dritt den Betrieb. Man merkt halt einfach, dass auch in Lukas und Martinas Familie ist einfach das Allerwichtigste ist der Familienzusammenhalt. Trotz Betrieb, Familie ist an oberster Stelle. Da haben wir auch immer geschaut, dass wir einfach da zusammen waren. Ja, mega wichtig. Ich weiß, dass egal was ist, ich jederzeit zu ihnen kommen kann. Es ist einfach super schön, mit den wichtigsten Leuten in deinem Leben auch Privatzeit zu verbringen. Ob du jetzt in die Südsteiermark fährst und einfach einmal wirklich loslassen kannst, mit deiner Schwester was machst oder mit meinen Eltern gemeinsam was verbindest, da auch wieder bewusst zu sein, dass sie nicht immer alles um die Arbeit dreht. Wir machen es gern, aber wir haben ja auch ein Privatleben auch noch.